Die Frage nach dem Konzept der Freiheit und vor allen Dingen auch der Meinungsfreiheit ist für uns eine elementare Frage. Wir sind auf Social Media unterwegs, wir sind eine Beratungsstelle und wir betreuen Menschen, die im Internet angegriffen werden. Und was wir auf den Plattformen sehen, jeden Tag ist Hass, ist Verleumdung, ist Gewalt. Und diese Gewalt richtet sich ganz oft gegen die gleichen Gruppen von Menschen, also gegen Frauen, gegen Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens, gegen LGBTIQ oder auch gegen schwarze Menschen. Und es trifft diese Menschen eigentlich nur, weil sie öffentlich darüber sprechen, wie sie leben, wie sie lieben, wie sie glauben, wie sie handeln. Und es wird natürlich noch heftiger, wenn sie darüber sprechen, dass sie eben diskriminiert werden oder dass sie sich wünschen, dass sie gleiche Rechte bekommen. Und was dieser Hass mit den Menschen macht, und das sehen wir tatsächlich jeden Tag in unserer Beratung, ist, der macht die mürbe und der macht die müde. Und viele sagen, ich traue mich nicht mehr frei, meine Meinung auf Social Media zu äußern, weil ich sonst wieder diesen Hass abbekomme. Und so langsam, aber sicher verschwinden diese Stimmen. Und die verschwinden, die werden mundtot gemacht. Und die verschwinden eben aus einem der wichtigsten Debattenräume, den wir in unserer heutigen Zeit haben, nämlich aus den sozialen Netzwerken. Und diejenigen, die eben angreifen, die diffamieren, die beleidigen, die verleumden, sagen ganz oft, naja, aber wir haben doch Meinungsfreiheit. Ich kann doch sagen, was ich möchte. Und ich glaube, es ist super wichtig, über das Konzept der Meinungsfreiheit zu sprechen, weil dieses ist eines unserer wichtigsten und fundamentalsten Bürgerrechte. Das denke ich auch. Aber das Konzept der Meinungsfreiheit muss man auch verstehen und sich genau angucken, denn es hat nämlich Grenzen. Die Meinungsfreiheit ist nämlich genau da begrenzt, wo ich die Rechte und Freiheiten von anderen Personen einschränke. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemanden so lange traktiere, mit Gewalt und Hass überziehe, bis diese Person sich zurückzieht, in dem Moment habe ich mein Recht auf diese Meinungsfreiheit verwirkt, weil ich nämlich die Meinungsfreiheit von einer anderen Person einschränke. Wenn wir wirklich darauf schauen wollen, dass wir Meinungsfreiheit schützen und erhalten, vor allen Dingen heute im digitalen Zeitalter, dann müssen wir einerseits, und das ist total klar, Menschen vor Zensur schützen, vor staatlicher Zensur, auch vor Zensur von sozialen Medien zum Beispiel. Aber wir müssen auch die Menschen schützen, die jetzt gerade sehr, sehr gezielt im digitalen Raum angegriffen, die diskriminiert werden, die eben so lange traktiert werden, bis sie sich aus diesen Räumen zurückziehen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das eine der größten Herausforderungen für unsere Demokratie in diesem digitalen Zeitalter ist.